Ja, willkommen zu einem neuen Spiel, A Story About My Uncle. Geschichte über meinen Onkel. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, wo ich es her habe, aber lag noch rum. Und sah ganz nett Dad, aus. Aren't you sleeping yet? It's time for bed, honey. Dad, I can't sleep. Can you tell me a bedtime story? All right. What do you want to hear? Something about an adventure. I think I know just the thing. When I was your Story age, about your uncle. my biggest dream was to follow my Uncle Fred on one of his adventures around the world. One day, he disappeared. I stepped into the lobby of my uncle's house. It lay just across the hill from where I lived with my mother, your grandmother. She had tried to keep me from going, but I wanted to see if Fred was home yet from his latest adventure. Das ist so viel. Super. Not forget. Das ist nett. Hier würde ich auch wohnen. Wenn es Internet gibt. My uncle used to send me postcards from his long journeys. Greetings from Nepal, Galapagos, Kilimanjaro, the Amazon River. This was the first time he had left without a word, without sending cards. Das gehört doch alles noch zu Deutschland hier. So geht es aber nicht. I had visited Uncle Fred's house countless of times, but in the locker, which usually was closed, I found something I hadn't seen before. It was an adventure suit. It resembled the one that Fred used, but smaller in size. Wie für mich Curiosity gemacht. got the better of me, and I tried it on. It fit like it had been custom made for me. Ach, wer hätte das gedacht? The most mysterious room of my uncle's house was the observatory. There he kept his newest experiments, and right now it held a pad used for disposing of garbage. Uncle Fred had warned me not to touch any of his things, but Disposal of as I Garbage, said, ja. Würde ich I auch sagen. was a curious child. Mhm. Ja, Bestimmungspause Nummer S. Ich werde rangezogen. Absehbar. Hi. Okay. I landed with a crash, but thanks to the suit I wasn't hurt. Und I had von wo no bin ich idea where the pad had gelandet? taken me, but back then, I didn't care so much about where I was going, or how I would get home. Moment, erstmal hat es da unten gerade unter meinem Tisch gerumpelt. Das heißt, wir machen erstmal das aus. Und dann ist Rechtsklick jetzt definitiv nicht mehr zoomen. Ah,
Der Power Jump, okay. Ui. Ja, neugierig, das müssen wir einmal ausprobiert haben. Okay. Da hinten komme ich wahrscheinlich nicht hin. Nemo. Progress has been saved. Oddly out of place. The suit protected me from falls on the ground, but not in water. I couldn't swim with this thing on. Best be careful. Kette. Aha. Eis. Wird zu früh. Spielen. Tschung. I was sure that someone had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Where were they now? Normale Sprungsachen ziemlich hoch, ehrlich gesagt. I found a strange gizmo, some sort of measuring tool that Fred must have built. It seemed to be done measuring though, so I took the results to give to Fred. Ups. Hast du gedrückt? Ah, okay. Das kann ich dann nicht mehr bremsen, wenn ich einmal fliege. Schade. Neugierig, Geronimo. Ach komm. Nee, aber pissig. Ich hab's doch geschafft bis ins Wasser. Bis auf den Stein. Naja, egal. Da soll ich nicht lang gehen. Dann lasse ich es halt. Geklappt? Das ist jetzt. Ach, guck mal, ich bin von da runtergesprungen. Oh, der hat mich hier. Ja, gespawnt. Ah, okay. Jetzt habe ich mich orientiert. Das hier hat mich komplett irritiert, zu sagen, wieso falsch aus. Aber es ist richtig. Halt. Okay, kein normaler Sprung. Wird geklärt. Onkel Donk. Wir haben es da schaffen können. Frage, welche Richtung ist Story? How did you know Fred had been there? Well, I found a small campsite where Fred must have slept before going further into the caves. I knew it was him because the place was littered with empty packages of his favorite hiking foods. Canned soups, tube food, and instant noodles. Tube food? That sounds gross. Oh well, it's not that bad. One winter, Yes. Uncle Fred and I went hiking into the mountains, and we were surprised by a blizzard. We were stuck in a small cabin for 2 days, and all we ate was tube food, and cold canned goulash as well. Your grandmother was worried sick, but I thought it was all very exciting. Donk.
Das finde ich ein bisschen schade, dass es solche. Jetzt wird es nicht wirklich unsichtbare Wand, aber da will das Spiel offensichtlich nicht, dass ich hingehe, also komme ich da nicht hin. Das finde ich ein bisschen schade. Naja. Jetzt hätte ich gerne meinen Zoom noch. The power core I found activated the suit's grappling device when I picked it Nice. up. It must have been left here by my uncle. Etwas. Jetzt frage ich mich, wofür man dann die Sprünge noch braucht. Ah. Ja, sprich. Ach, okay, das UI-Ding, okay. I believe I can grapple. The grappling device left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave, and I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. Schade, dass sie nicht für immer bleiben. Oh, upsie. Ich hatte mir gerade den Arsch hier doch sprinten können, das habe ich verkackt. Oh. Ah, okay. Ich muss einmal landen, bevor ich wieder grappeln kann. Also ich kann mich nicht Spider-Man-mäßig durch... Spider-Man-mäßig durch die Gegend schwingen. Einmal schon. Autsch. Zieht er so immer ran, man kann sich nicht dran dengeln. Rechtsklick, upsie. Mich schwerelos an, ehrlich gesagt. Wow, dieses Game in VR muss ganz schön abgehen. The adventure suit was fantastic. By combining a power leap with a grapple, I could fly long distances through the air at great speed. Onkel, save points. Machen wir lieber. Oh, das geht. Gut. Okay. Verstanden. Ich spiele Taxi. Okay, das war gemein. Wenn man sprinten loslässt statt
Power Jump. Spät. Hm. Endlich. Onimo. Langsam den Fall dann. Okay. Ein. Ich weiß nicht, ob das beim Gucken rüberkommt, aber das macht schon ein ziemlich gutes Geschwindigkeitsgefühl. Mal sagen. Angst daneben. Ich dachte, ich muss da dran grappeln, aber offensichtlich kann ich da einfach rüberspringen. Runter war falsch. Komm schon. Und jetzt an das Ding. Hochziehen lassen darüber. Okay. Ich werde es aber kurz. Oder das Ding ist deutlich weiter weg, als es aussieht. Lonk. Und übrigens interessant, wie schnell die Story weg ist vom Onkel. Weil man das ja nicht eine Story, von daher. Ah, so ist die Logik. Steuerung von dem Long Jump ist für mich irgendwie unintuitiv. Ich genau falsch rum an, dass ich die Maustaste loslassen muss. Deswegen sind da diese Bowle dran. Oh, okay, dann muss ich grappeln. Mal das geklärt. Okay, ich kriege also nochmal einen dritten Power Call im Laufe des Spiels. Haben wir das geklärt. Einmal da dran. Da dran.
Und ich bin zu weit gegangen. Und mehr Schwung machen. Und ich sollte den ersten nicht verpassen. Plonk. Plonk. Mit dem Momentum ist gewöhnungsbedürftig, das reagiert irgendwie seltsam träge. Da kommt man schon sehen, das fühlt sich eher an. Auch beim Springen ganz normal, das fühlt sich eher an wie Mond. Did you ever see any of Fred's experiments yourself? Yes, I actually helped him collect samples for his research sometimes. To learn about them? That's right. We found all sorts of things. One time, we went to the forest and found a small pool of water that was full of eggs. Eggs? Were there chickens in the forest? No, not chicken eggs. These were small and jelly-like. Hundreds of them. Fred told me that they were frog eggs. He was in for a surprise though. Guess what happened? What? What happened? Well, we took some eggs back home, and one day, Fred woke up with bites all over his body. Turns out, it wasn't frog eggs after all. It was mosquito eggs. Ah, poor Fred. I know. He did find real frog eggs eventually. He told me that they were very, very special, but I don't know what happened to them. Special Frog Eggs. Ich ahne Verwirrendes. Jump muss man aufladen. Da war was. Nur noch irgendwie mehr so auf der Suche nach Collectibles, als dass ich versuche, dem Pfad zu folgen. These My blue gamer lights. instinct. Did Fred put them here? Or was somebody else here as well?